Es ist Samstag und damit ein herzliches Gute zur heutigen Fußball 2000 aus dem Eintracht-Trainingslager in Kentucky. Hinter mir, ihr seht es, ist der Trainingsplatz heute hier durchaus leer. Und das liegt daran, dass heute Abend natürlich Matchday ist. Der erste Härtetest der Saison steht an. Hier in Louisville oder Louisville, wie die Einheimischen sagen, gegen Aston Villa. Das wird spannend. Und weil es heute Vormittag hier ein bisschen ruhiger zur Sache geht, haben wir gestern euch aufgerufen, schickt uns eure Fragen, schickt mir eure Fragen. Ihr habt einen Blick auf das Trainingslager und dementsprechend schauen wir mal rein, was die Community so wissen möchte. Zum Beispiel, wie weit ist Cauã Santos? Ich würde sagen, er ist erstaunlich weit. Also wenn man bedenkt, wo er vor ein paar Monaten war und was im Raum stand, ist es wirklich ein mittelschweres Wunder, dass der überhaupt wieder hier so mittun kann, wie er eben mitmacht. Natürlich ist er noch nicht wieder bei 100%. Gefühlt würde ich sagen, irgendwo zwischen 80 und 90. Stand jetzt würde ich, glaube ich, eher davon ausgehen, dass Kevin Trapp zur neuen Saison im Tor steht, die Saison zumindest beginnt. Aber Cauã ist tatsächlich auf dem Weg, wieder deutlich schneller als gedacht zu alter Stärke hoffentlich dann zurückzufinden. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, Belastungssteuerung bei dem Knie war ja schließlich keine ganz so leichte Geschichte, so ein Kreuzband. Außerdem wollt ihr wissen, wird im Training vermehrt auf Torabschlüsse Wert gelegt und gibt es auch Hinweise darauf, dass neue Standardvarianten einstudiert werden? Ja und ja. Torschüsse tatsächlich stehen hier bislang absolut im Mittelpunkt. Ergebnisse sind mal besser, mal weniger gut, aber es ist auf jeden Fall als ein Schwerpunkt hier im Trainingslager definitiv ausgemacht worden. Genauso wie die Standardsituationen, wie die ruhenden Bälle. Das war vorgestern ein großes Thema. Sowohl Ecken als auch Freistöße, indirekt, direkt. Eine ganze Einheit wurde dafür dann auch entsprechend benutzt, um daran zu feilen. Auch hier die Ergebnisse sehr unterschiedlich, aber das Trainerteam hat auf jeden Fall festgestellt, dass da noch mehr Luft nach oben ist, auch wenn die Eintracht in letzter Zeit statistisch gesehen ja durchaus besser geworden ist bei diesen Geschichten. Wir haben außerdem noch die Frage: Siehst du als Wahi-Kritiker auch positive Zeichen von ihm und kannst uns Hoffnung machen? Ja und nein. Bin ich ehrlich, also ich hätte mir gewünscht, dass er nochmal mit etwas mehr Drive, mit etwas mehr Selbstüberzeugung aus dieser Sommerpause kommt. Ich finde ihn nach wie vor extrem unglücklich. Man hat so das Gefühl, so diese letzten Jahre, in denen es nicht mehr lief, auch der Druck, der lastet so ein bisschen auf ihm. Tonnenschwerer Druck, diese Leichtigkeit, gerade auch im Torabschluss, in Spielsituationen, gerade diese 50-50-Geschichten, da die richtige Entscheidung zu treffen, das geht ihm so ein bisschen abhanden. Aber, und jetzt komme ich zum positiven Aspekt, er ist auf jeden Fall, finde ich, deutlich besser integriert in der Mannschaft, als das noch vor ein paar Monaten der Fall war. Also atmosphärisch scheint er zumindest angekommen zu sein bei der Eintracht. Jetzt muss er aber leistungstechnisch liefern und dafür muss er jetzt in der Vorbereitung noch die Argumente sammeln. Sonst könnte ich mir zumindest vorstellen, dass Richtung Ende der Vorbereitung die Eintracht-Verantwortlichen sich noch mal überlegen, ob sie tatsächlich mit diesem Spieler so in die Saison gehen wollen. Wie machen sich die Spieler, die letzte Saison nicht so zum Zug gekommen sind, wie Amenda und Uzun? Gute Frage, weil gerade die zwei finde ich bislang extrem überzeugend. Also Can Uzun hat ein bisschen ein anderes Mindset, ist so mein Eindruck. Der ist klarer, strukturierter, deutlich prägender in den Trainingsspielen. Auch was die Fitness angeht, wirkt er deutlich austrainierter noch als in der letzten Saison. Ich glaube, der will es tatsächlich wissen und alle Anzeichen sprechen bislang dafür. Amenda finde ich tatsächlich richtig stark. In der Luft sowieso eine absolute Klasse für sich. Ich finde ihn auch am Boden fußballerisch gut. Gott sei Dank ist er endlich verletzungsfrei. Hoffentlich bleibt das auch so. Ich finde, wir haben da eine richtig gute Alternative in der Abwehr dazu bekommen. Was traust du Elias Baum in diesem Team zu? Das ist bislang schwer zu beantworten, ehrlich gesagt. Ich habe mich wahnsinnig auf die Rückkehr von Eli gefreut, weil er in Elversberg wirklich eine sensationelle Saison gespielt hat. Für mich der beste Rechtsverteidiger der zweiten Liga war, nicht umsonst schon U21 EM gespielt hat im Sommer. Man sieht aber hier dann doch noch, dass es in manchen Situationen eben doch ein Unterschied ist, das Level von Eintracht Frankfurt im Vergleich zur SV Elversberg. Also da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Da muss er auf jeden Fall auch noch ein paar Prozentpunkte draufpacken. Aber dass der einen großen Schritt nach vorne gemacht hat in der letzten Saison bei seiner Leihe, das sieht man definitiv. Gilt übrigens auch für Paxton Aronson. Und auch den muss ich noch mal loben, denn auch der, jetzt wird es windig hier, anyway, auch der hat wirklich noch mal fußballerisch, aber auch als Person was draufgepackt bei seiner Leihe nach Utrecht, wo er wirklich ein überragendes Jahr gespielt hat. Und zu guter Letzt die Frage, wie oft am Tag machst du dir die Haare? Nein, Spaß, wie oft am Tag wechselst du dein Hemd?
Hitze ist tatsächlich hier ein Thema. Also diese schwüle Hitze, du gehst aus dem Haus frisch geduscht und 3 Minuten später könntest du wieder duschen. Aber ich will nicht zu sehr jammern. Die Jungs hier auf dem Platz haben es da ja noch immer deutlich schwerer. Aber ehrlich gesagt, ich müsste eigentlich schon längst T-Shirts gewaschen haben. Eventuell habe ich das hier heute auch zum 2. Mal an, aber nur eventuell. Also verratet es keinem. Heute Abend, heute Nacht eurer Zeit, Testspiel gegen Aston Villa. Da sind wir natürlich auch dann dabei. Ansonsten harren wir der Dinge und halten euch auf dem Laufenden. Danke für die vielen schönen Fragen an die Fußball 2000 Community. Howdy und Gude aus Louisville, Kentucky. Die Eintracht zu Gast im Sommertrainingslager hier in Louisville, Kentucky. So weit weg von euch, aber wir sind ganz nah dran für euch. Jeden Tag mit frischen Eindrücken hier das Tagebuch aus dem Trainingslager. Guckt es euch bitte an und seid so gut gefühlt wie live dabei.